Hallo allerseits und willkommen zum Kanalupdate für März und April 2023. Diesmal mit kleiner Verspätung, denn eigentlich hätte ja das Kanalupdate schon eine Woche früher rauskommen sollen. Das ist aber ein bisschen terminlich in Konflikt geraten mit meiner Reise nach Ungarn. Ich war ja in Moson Magyaróvár auf der berühmten Moson Show und habe mir das angeschaut und ja, das Ganze ist dann eben jetzt so terminlich nicht aufgegangen und dann habe ich eben beschlossen, das Kanalupdate eine Woche nach hinten zu schieben. Ich hoffe, das ist kein Problem für euch. Bleiben wir doch gleich bei der Moson Show. Die Reise lief wie am Schnürchen. Also das war echt prima. Ich hatte auch einen sensationellen Mitfahrer, nämlich den Markus von Scale Bench Plastic Models hier auf YouTube. Den Kanal kennt ihr ja vielleicht. Wenn nicht, den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Schaut mal vorbei bei Markus, der macht super Videos. Ja, und wie gesagt, man hätte sich keinen besseren Mitfahrer wünschen können. War echt super angenehm mit ihm und wir sind dann eben Samstagmorgen in München gestartet und sind dann eben nach Ungarn gefahren. Moson Magyaróvár liegt ja gleich hinter der Grenze, also ist jetzt nicht so weit zum Fahren. Von München ungefähr 500 Kilometer, so grob über den Daumen. Das ist gut machbar. Ja, dann sind wir da eingetroffen und wurden regelrecht erschlagen von den Modellen, die da eben ausgestellt waren. Also so eine hohe Qualität habe ich eigentlich noch nie an einem Ort versammelt gesehen. Also war echt beeindruckend. Auch alle Genres abgedeckt und alles wirklich auf höchstem Niveau. Also da war kein einziges Modell dabei, wo man jetzt gesagt hätte, naja, so hätte ich es auch hinbekommen, sondern das waren eigentlich alles für sich schon Modelle, die auf anderen Wettbewerben eigentlich ja, Gold oder mindestens Silber gewinnen würden. Also wirklich super und beeindruckend. Man darf sich das jetzt nicht wie so eine klassische Modellbauausstellung in Deutschland vorstellen. Also Clubs, so als Clubtisch, das gab es eigentlich so gut wie gar nicht. Nur ja, oben auf der Balustrade waren ein paar Clubs vertreten. Das war aber eher so eine Randerscheinung, was ich ein bisschen schade fand, sondern in Moson liegt der Fokus eindeutig auf dem Wettbewerb. Da ist unten in dieser Halle eben der Wettbewerbsbereich. Die hatten, glaube ich, knapp über 3000 Einträge in ihrem Wettbewerb. Ja, dementsprechend ist natürlich das Niveau sehr hoch, aber man hat dann auch ein bisschen das Problem, dass die Modelle natürlich alle anonymisiert sind und die jeweiligen Erbauer da natürlich nicht irgendwie greifbar sind, was ein bisschen schade ist. Ich hätte mich da gern mit dem einen oder anderen unterhalten oder mal auch eine Frage gestellt. Das ist natürlich in so einem Wettbewerbsumfeld so jetzt nicht möglich. Deswegen ist es nicht alles Gold, was glänzt. Definitiv wert, dass man da hinfährt und sich's anschaut. Werde ich auch in der Zukunft wieder machen. Vielleicht nicht jedes Jahr, aber ab und zu, wenn es mir eben reinpasst. Aber ja, ich finde das Soziale, der Austausch, das geht da ein bisschen verloren oder ist zumindest nicht ganz so präsent, wie man das von anderen Veranstaltungen kennt. Das ist aber nur ein kleiner Kritikpunkt von meiner persönlichen Seite. Das war eben so ein bisschen mein Eindruck, dass da eben so der Austausch eben nicht so im Fokus steht. Ja, da kann man jetzt halten davon, was man will. Ich finde es nicht so praktisch, aber dennoch, es waren super Modelle zu sehen und das allein war ja schon enorm inspirierend und interessant, einfach mal zu sehen, was möglich ist, was andere Leute sich ausdenken und dann eben auch umsetzen können. Und wie es sich auch für eine große Veranstaltung gehört, konnte man auch gut einkaufen. Das möchte ich euch auch nicht vorenthalten. Ich habe da ganz gut zugeschlagen, wie man sich vorstellen kann. Fangen wir mal mit den kleinen Sachen an. Hier von Black Army Model. Hier so ein Stück Mauer, so eine Gartenmauer. Maßstab 1:35 aus Resin. Dann noch ein paar Resin-Figuren. Hier ebenfalls von Black Army Models 2 ungarische Infanteristen aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges, auch Maßstab 1:35. Man möchte ja sozusagen das Gastgeberland auch ein bisschen würdigen. Und dann noch hier 2 jugoslawische bzw. serbische Soldaten, ein Panzersoldat, ein Infanterist, so aus den frühen 90er Jahren. Weil das Thema Jugoslawienkrieg und so ist jetzt auch was mich ein bisschen interessiert, wo man vielleicht auch mal einsteigen könnte. Und da hat Black Army Model
relativ viel zu bieten. Dann weiterhin hier von Pegaso Models ein französischer Suave, Maßstab 75 mm, aus der Zeit 1866 bis 1885. Ja, sieht recht exotisch aus, aber das war hier so eine Art von leichter Infanterie. Die war zu der Zeit relativ weit verbreitet, kennt man auch aus dem amerikanischen Bürgerkrieg. Und dann hier noch von FNF Project. Ich kenne die Marke nicht. Hier ein römischer Veles, also ein Speerwerfer. Resin, Maßstab 75 mm. So eine Figur habe ich schon lang gesucht. Jahre schon. Weil ich habe ja von RP Models diesen karthagischen Kriegselefanten im Maßstab 75 mm. Auch so ein bisschen in so einer Kampfpose. Und da habe ich mir schon ein paar Römer besorgt, die da eben mit dem Elefant kämpfen, aber das sind bisher nur 2. Und ich dachte mir, ja, so ein Veles wäre super, aber da gab es halt nichts, was irgendwie da passt. Und wie es der Zufall will, hatte da ein Händler diese doch recht unscheinbar aussehende Packung da liegen. Und dann habe ich gefragt, ob ich mal reinschauen darf. Und das sah eigentlich ganz manierlich aus von der Qualität her. Und dann, für 30 € geht das. Also Riesenfigur in dem Maßstab für 30 €, das ist okay. Habe ich da mitgenommen. Und das hat mich besonders happy gemacht, dass ich endlich mal hier sowas in der Art gefunden habe. Echt super. Dann noch ein bisschen was aus Plastik. Hier von AK, der Unimog S404. Das ist im Prinzip der ICM-Bausatz, nur ein bisschen abgeändert. Der hat hier das Maschinengewehr noch dabei, der Bausatz, 3D-Druck und neue Reifen aus Resin. Denn, wie manche vielleicht wissen, die Reifen beim ICM-Bausatz sind ein bisschen zu klein. Ja, und preislich ist es natürlich ganz attraktiv, 36 €. Das kostet der ICM-Bausatz, glaube ich, auch. Und wenn man dann noch neue Reifen kaufen müsste, weiß man dann ungefähr, wo man preislich liegt. Und hier ist es halt schon dabei. Und ich wollte ja ohnehin einen portugiesischen Unimog bauen. Und der ist hier auf dem Packungsbild drauf. Und natürlich auch beinhaltet neben einigen anderen Varianten. Was ist denn da noch drin? Ein britisches Fahrzeug, kroatisch, französisch, Uganda, alles mögliche. Also ganz nett. Super Sache. Kommt mir genau entgegen. Dann hier von Mini-Art. Diese Ruine eines ukrainischen Hauses. Ist schon ein älterer Bausatz. Ist so mit Vakuteilen, kennt ihr ja vielleicht. Habe ich schon länger gesucht, aber das ist halt so ein Auslaufmodell. Kriegt man jetzt so ohne weiteres nicht mehr. Und die hatten das auch für einen vernünftigen Preis da liegen. Habe ich dann gleich mal zugeschlagen. Und dann noch hier von Hobby 2000 eine ZSU 57. Also ein Flakpanzer auf Basis des T55. Das ist im Prinzip der Takom-Bausatz, nur in anderer Verpackung. Ja, und ein paar zusätzliche Markierungsvarianten sind drin. Unter anderem auch ein slowenisches Fahrzeug. Passt wieder zum Thema Jugoslawienkrieg. Eigentlich habe ich den Bausatz nur gekauft, weil ich mir da im Wettbewerbsbereich an einem Modell dieses Fahrzeugs eben die Augen verblitzt habe. Das sah so gut aus, obwohl es eigentlich ganz einfach gehalten war. Und irgendwie, da ist mir einfach die Idee entstanden, hey, sowas willst du auch mal bauen. Das ist ja so ein verwegenes Fahrzeug. Und glücklicherweise hatte ein Händler diesen Bausatz. Ich bin eher davon ausgegangen, dass da vielleicht der Mini-Art-Bausatz drin ist, aber wie ich dann später gesehen habe, ist da der Takom-Bausatz drin und das ist ja auch nicht schlecht. Also, ihr seht's, ich habe ganz gut zugeschlagen. Das ist aber noch nicht alles. Ich habe nämlich noch was geschenkt bekommen, und zwar vom Thomas. Das ist eine interessante Geschichte. Der hat mir hier diese Figuren geschenkt. Vielen Dank, Thomas. Ich weiß gar nicht, ob du zuschaust. Trotzdem möchte ich mich bedanken.
Wir waren nämlich in Österreich in der Unterkunft, gleich hinter der Grenze zu Ungarn. War sehr günstig, war sehr sauber, hat uns sehr gut gefallen. Alles ländlich sittlich und der Markus und ich sind dann eben noch abends nach dem Essen ein Bierchen trinken gegangen. Und vielleicht ist es einfach diese burgenländische Mentalität in der Gegend, aber man wird da sofort herzlichst aufgenommen in die Gemeinschaft sozusagen, wenn man da eine Kneipe oder ein Restaurant betritt. Wir wurden sofort eingeladen auf Getränke und so weiter, und als dann die Sperrstunde näher kam, wurden wir noch nach Hause eingeladen zum Thomas. Der ist nämlich seines Zeichens auch Modellbauer. Wie es der Zufall will, ja. Man fährt da in diese Gegend, um eine Modellbauausstellung zu besuchen, und trifft dann in der Kneipe auch einen Modellbauer, der aber von dieser Ausstellung gar nichts weiß. Ja, ist wirklich originell. Und dann haben wir da noch ein Bierchen gezischt und die Modelle angeguckt, und dann hat sich's der liebe Gastgeber nicht nehmen lassen, mir noch hier diesen Bausatz mitzugeben. Alter Klassiker von Tamiya, kennt glaube ich jeder. Ist jetzt nicht ganz mein Beuteschema, aber ich werde das auf jeden Fall fürs Ferienprogramm verwenden. Die Kinder wollen ja auch was basteln, und da ist das optimal dafür. Deswegen ja, nochmal vielen Dank an den Thomas für diese schöne Spende, für dieses Geschenk und auch noch fürs Einladen und überhaupt. Also wirklich super. Also das ist so ein Erlebnis, das wird mir glaube ich noch lange im Gedächtnis bleiben. Sensation einfach. Übrigens, den Kurs fürs Ferienprogramm habe ich schon angemeldet diese Woche, wird also wieder stattfinden im August, und dann werde ich meinen Fundus an gespendeten Bausätzen den Kindern wieder vorlegen, und die dürfen das dann plündern und bauen, und danach werde ich dann schauen, ob ich dann wieder Bausatzspenden im großen Maßstab wieder annehmen kann, weil ich habe ja im vorherigen Update sozusagen den Annahmestopp, zumindest den vorübergehenden Annahmestopp verkündet. Ja, mal schauen, was die Kinder dann wegschaffen. Gut, das wäre es mit dem Rückblick auf die Moson-Show. Schauen wir uns jetzt an, welche Veranstaltungen vor uns liegen. Da kommt in den nächsten 2 Monaten so einiges auf euch zu, beziehungsweise auf mich, weil ich ja hinfahre, aber irgendwie auch auf euch, weil ich ja genauso wie in Ungarn diese Veranstaltungen auch wieder für euch dokumentieren werde. Das erste wäre die KMK Scale World. Das ist in Geel in Belgien am 21. Mai. Das ist ein Sonntag. Findet nur an einem Tag statt, nur am Sonntag. Das werde ich mir mal anschauen als Besucher, weil da ist die Gelegenheit einfach günstig. Da habe ich nämlich Urlaub. Da kann ich mir dann richtig Zeit nehmen, ohne irgendeinen Zeitdruck. Und ich kann auch dankenswerterweise bei meinem Freund, dem Ossi, übernachten. Hat hier auch auf YouTube einen Kanal, nennt sich Ossi Scale Modeler Secret. Schaut's da mal vorbei, wenn ihr wollt. Kann ich schwer empfehlen. Ja, der hat mich eingeladen. Deswegen werde ich da bei ihm zu Hause nächtigen, und dann fahren wir da zusammen hin und schauen uns diese Veranstaltung an. Die ist früher in Mol gewesen, aber die mussten jetzt aus irgendwelchen Gründen umziehen nach Geel. Das ist da in der Nähe. Bin ich mal gespannt. Also ich habe bisher nur Gutes darüber gehört, und wie gesagt, ich habe Zeit, also nehme ich das mit und schaue mir das an. Ich bin schon ganz gespannt. Und ich weiß auch, ich habe einige Fans in Belgien, vielleicht trifft man sich. Also ich bin da sehr offen für ein Gespräch, sagt einfach Hallo, und wir können uns auf Deutsch oder Englisch dann ganz gut unterhalten, denke ich. Die nächste Veranstaltung ist die 8. Modelltrift Original in Leipheim im Fliegerhorst Museum. Da werde ich ausstellen. Das findet statt am 27. Mai, also nur eine Woche später nach dem Trip nach Belgien. Also innerhalb von einer Woche 2 Veranstaltungen, das ist doch mal top. Ja, da werde ich wieder ausstellen, wie ich das die letzten Jahre auch gemacht habe. Klein, aber fein, kann ich sehr empfehlen, da mal vorbeizufahren. Neben den schönen Modellen und den Clubständen gibt es da auch ein schönes Kuchenbuffet und auch was vom Grill. Also auch eine Empfehlung. Ja, eigentlich alles wie gehabt. Kleine, aber feine Veranstaltung. Ich freue mich schon drauf, und ich bin mir sicher, dass ich da auch wieder den ein oder anderen Altbekannten dort treffen werde und vielleicht auch jemand Neuen. Also wenn ihr da in der Gegend seid,
schaut's vorbei. Kann ich wirklich empfehlen. Und die dritte Veranstaltung, denn alle guter Dinge sind drei, ist die 17. internationale Modell- und Figurenausstellung in Mundolsheim. Das ist bei Straßburg in Frankreich. Das findet statt am 17. und 18. Juni. Ich werde dort ausstellen, auch cool, und zwar zusammen mit meinen Freunden von AMI und meinen Kollegen vom PMVA. Also praktisch, das ist eine Kooperation zwischen zwei Vereinen, also zwei befreundeten Vereinen. Genau, da freue ich mich schon drauf, allein schon deswegen, weil ich da meine französischen Freunde wieder treffen kann. Aber ich bin auch ganz gespannt, was ich da sonst noch so erleben werde. Also das klingt alles sehr vielversprechend und wird garantiert ein sehr spaßiges Wochenende. Also wenn ihr da in der Nähe seid, gerade, sage ich mal, die Zuschauer so aus dem Badischen oder auch aus dem Saarland, die kommen da, glaube ich, relativ gut hin. Und auch vielleicht ein paar Fans aus Luxemburg, Belgien oder Frankreich. Die können da auch vorbeischauen, denke ich mal. Also ich freue mich, ich bin da, stell aus. Wenn ihr mich kennt, sagt's Hallo. Da freue ich mich riesig drüber. Gut, wenden wir uns der Werkbank zu und schauen uns zuerst mal an, welche Projekte ich seit dem letzten Update abschließen konnte. Insgesamt ist es mir gelungen, 2 Sachen fertig zu bekommen. Das freut mich immer sehr, dass ich doch mit meiner recht knapp bemessenen Zeit dann doch so produktiv sein kann. So, das erste war hier der Sheridan. Ja, im vorherigen Update habt ihr das ja schon gesehen, da war das sehr weit fortgeschritten. Also der Sheridan war schon fertig lackiert und gealtert und auch die Base war schon ziemlich weit und da habe ich dann weitergemacht hier mit der Böschung. Da habe ich jede Menge Blätter ausgestanzt mal wieder, so wie ich das auch bei dem Harzhorn-Diorama gemacht habe. Ja, das sind einfach hier diese Stanzwerkzeuge von AK, sehr nützlich. Da gibt es verschiedene Blattformen. Ja, die Stanze ist nicht sonderlich teuer. Und wenn man dann da sich eben entsprechend ein paar Blätter im Garten sammelt, kann man die eben ausstanzen und dann sieht es einfach nahezu perfekt aus, meiner Meinung nach. Die Böschung war ja schon mit ein bisschen Erde aus meinem Garten überzogen und ich habe dann noch hier diverse Grasbüschel eingearbeitet. Die sind von Mini Natur und von Martin Wellberg und darüber habe ich dann noch eben meine ausgestanzten Blätter verteilt. Die habe ich mit ein bisschen Wasser und Holzleim vermischt und dann eben aufgetragen, auch ein bisschen auf die Straße natürlich, weil natürlich das Herbstlaub auch immer ein bisschen durch den Wind hin und her geweht wird. Ja, und als es dann so halbtrocken war, habe ich dann noch ein bisschen so Seidenmatten Klarlack aufgetragen, einfach um diese Blätter so ein bisschen zu konservieren und auch, dass das nicht so leicht abbröselt. Und das ist jetzt eben hier entsprechend doch ziemlich stabil. Man kann es also anlangen, ohne dass alles zerfällt. Ja, also das ist ziemlich gut geworden. Dank dieser Stanzwerkzeuge kann man da einfach sehr leicht so ein Laub herstellen. Und wie man sehen kann, habe ich auch vereinzelt an manchen Bäumen so einzelne Blätter noch angeklebt mit Sekundenkleber, weil, ich sag mal so, die Bäume sind ja nicht komplett kahl. Irgendwas bleibt immer hängen, auch über den Winter manchmal. Von dem her war das nötig, da noch ein paar Blätter hier anzukleben. Danach konnte ich den Sheridan festkleben und den Rahmen schwarz bemalen und vorne hier noch meinen Dollar befestigen. Ja, und dann habe ich noch die Figuren bemalt. Das war relativ einfach, weil die tragen eigentlich nur so einen Overall, Handschuhe und den Helm. Also da war dann nach der Gesichtsbemalung eigentlich schon die Hauptarbeit erledigt. Ja, und dann habe ich die Panzerbesatzung noch eingeklebt und damit war dieses kleine Diorama oder diese Dioramenszene eben fertig. Ja, ich bin sehr angetan von dem Ergebnis und dieses Experiment, dem Modell ein bisschen mehr Platz zu geben durch eine etwas größere Base, das ist eigentlich ganz gut aufgegangen, diese Idee. Ich finde, das kommt ganz gut. Werde ich jetzt mit Sicherheit nicht bei jedem künftigen Projekt zur Hand haben, aber so ab und zu mal, wo es sich dann anbietet, gerade wenn man so ein bisschen Natur darstellen will oder eine Landschaft, da ist es eigentlich schon ganz gut. Jetzt für eine urbane Szene, da kann das wirklich sehr klein
und ausschnitthaft sein. Da bringt es, glaube ich, mehr, aber jetzt hier in dem Fall eigentlich ganz cool, dass das so ein bisschen mehr Platz hat. Und das zweite fertige Projekt ist hier mein bayerischer Infanterist aus der Zeit des Deutsch-Französischen Krieges von 1870 bzw. 1871. Ja, 75 mm Maßstab von Semper Fidelis Miniaturas. Ja, im vorherigen Update war die Figur noch im absoluten Rohbauzustand, also nur die Teile versäubert, teilweise schon montiert und den Sockel hatte ich auch schon vorbereitet. Und da war dann ja die nächste Aufgabe eben die Bemalung. Bei der Bemalung habe ich mich wieder auf die Acrylfarben verlassen, und zwar im Verbund mit einer Nasspalette. Ich bin bei der Nasspalette mit Sicherheit noch kein Experte, aber ich möchte mal kurz erklären, wie ich das so in groben Zügen angehe. Wie gesagt, ich bin kein Experte, da habe ich noch viel zu lernen, aber ich kann euch ja trotzdem mal einen kurzen Überblick geben. So, meine Nasspalette ist hier einfach so eine Glasform mit einem Deckel, hier mit einer Gummidichtung auch dabei und das Ganze eben hier so verschließbar. Das ist sehr wichtig, denn ja, die Nasspalette soll eben frisch und einsatzbereit bleiben. Innen drin, das kann ich auch kurz zeigen hier, habe ich zwei Stücke Schaumstoff, Küchenpapier und das alles eben total durchnässt und getränkt mit Wasser. Ziemlich saftig das Ganze. Ist auch wichtig, damit eben die Acrylfarben frisch bleiben. Und darauf habe ich hier so ein Wachspapier. Gibt es hier von AK, eben dieses spezielle Papier. Da sind hier diese Bögen drin. Ich schneide das meistens in 2 Hälften. Dann hält es ein bisschen länger und ich brauche meistens auch nicht so viele Farben. Man kann alternativ auch Butterbrotpapier nehmen. Funktioniert auch. Hat aber gewisse Nachteile. Zum Beispiel ist es so, wenn man Farben anmischt mit dem Pinsel, dann lösen sich da immer so kleine Fasern ab, die sich dann in die Farbe reinwurschteln. Das ist nicht so gut. Und das passiert bei diesem Papier von AK nicht. Ja, genau. Und dann kann man sich hier eben die Farben anmischen und eben auch sehr stark verdünnen. Wie man sehen kann, das ist wirklich fast schon die Konsistenz von Wasser und damit kann man eben dann alles schattieren. Beziehungsweise ist dann der Farbauftrag eben so dünn, dass man da eben auch keine Pinselstriche sieht. Ja, und damit habe ich dann diese Figur peu à peu bemalt. Braucht ein paar Tage, macht aber Spaß und ich glaube, das Ergebnis ist auch ganz okay. Ich komme langsam in den Bereich, wo ich sage, ja, da möchte ich hinkommen. Ich möchte kein Meisterfigurenbemaler werden, das ist überhaupt nicht meine Absicht. Ich glaube auch nicht, dass ich da das Talent habe dafür, sondern ja, ich möchte mich einfach langsam verbessern, ein bisschen rantasten und Figuren eben so bemalen, dass sie mir dann am Ende gefallen und meinen Ansprüchen genügen. Ja, und in dem Bereich komme ich langsam, wo ich dann wirklich zufrieden bin. Viel besser als das muss es gar nicht werden. Ja, sobald ich da mal den Kniff mit der Nasspalette endgültig raus habe, wenn ich also wirklich ein Profi bin, dann werde ich da bestimmt auch mal ein Video dazu machen, also ein eigenes Video, wo ich euch dann meine ganzen Tricks und so mitteilen kann, aber ich bin da noch sehr in der Lernphase. Und wie mit allem, man kann es eigentlich nur lernen, indem man es eben ständig anwendet, also eine gewisse Routine eben entwickelt. Ja, und deswegen werde ich so viel wie geht bei Figuren eben mit der Nasspalette machen in Zukunft. Hier mit meiner Eigenkreation hier. Schauen wir uns jetzt an, welche Projekte ich zurzeit in Arbeit habe. Es gibt 2 alte Projekte und 2 neue Projekte. So, eins von den alten Projekten ist hier mein K5E Eisenbahngeschütz von Dragon im Maßstab 1:35. Da habe ich seit dem letzten Update keine Fortschritte gemacht. Ich habe das letzte Mal hier euch diesen großen Sockel präsentiert. Da müsste ich jetzt noch weitermachen, mit eben Styropor eben das Gelände noch vollends aufbauen, die Schienen auch montieren. Da weiß ich aber noch nicht genau, welche Schienen ich nehmen will.
weil die Schienen im Bausatz, die sind nicht so toll und die von Trumpeter sind eigentlich nicht viel besser. Muss ich mal gucken, ob ich da vielleicht mir bessere Schienen zulege. Ja, und dann werde ich auch anfangen, mir den Eisenbahntunnel zu bauen oder zumindest die Tunnelausfahrt. Und dann ist noch zu überlegen, ob ich da noch irgendwie eine Lok oder einen Waggon da noch irgendwie mit drauf pack. Mal schauen. Ich habe es auf jeden Fall nicht eilig mit diesem Projekt. Das ist so groß und massiv, das darf gern eben ein paar Monate oder vielleicht sogar Jahre dauern. Also das ist jetzt nichts, was man so eben aus dem Ärmel schüttelt. Auch beim zweiten Altprojekt gab es keine Fortschritte. Das ist hier der Jagdpanzer IV Bodybuild, den ich zusammen mit Panzermeister 36 hier auf YouTube unternehme. Ja, wir haben den Jagdpanzer IV ja schon gebaut und in dem Video alles detailliert erklärt. Die Halbkette, das steht noch aus. Da ist der Evan noch dran. Ja, und jetzt wäre so das nächste, was ich vorhabe, da mal anzufangen mit dem Sockel. Ich möchte da eine urbane Szene bauen. Habe ich hier schon die passenden Gebäudefassaden hier vom Plastmodel für. Werde ich mir jetzt dann demnächst mal den Sockel bauen. Auch da habe ich keine Eile mit, denn ja, Gutes braucht Zeit und wenn man sich dann noch mit einem Kollegen eben koordinieren möchte, dann wird das Ganze immer ein bisschen langsamer und behäbiger, aber das macht überhaupt nichts, denn so habe ich jede Menge Zeit, mir Gedanken zu machen. Ich habe auch noch ein paar Sachen im Auge, die ich für meine Szene gut brauchen könnte. Muss ich dann natürlich noch bestellen alles und mir zulegen. Deswegen macht es gar nichts, wenn ich da jede Menge Zeit zur Verfügung habe. Wie vorhin schon erwähnt, habe ich auch 2 neue Projekte begonnen. Die haben thematisch auch miteinander was zu tun. Das ist sozusagen ein Zwillingsprojekt. Fangen wir mal mit dem ersten an. Das ist hier ein T28 von Svestar im Maßstab 1:35 und da möchte ich hier eine Dioramenszene bauen, die im Winterkrieg spielt, also dem Krieg zwischen der Sowjetunion und Finnland 1939 bzw. 1940. Wie ihr sehen könnt, bin ich mit dieser Szene schon sehr weit vorangekommen und ich bin auch zuversichtlich, dass das Ganze demnächst dann auch schon fertig wird. Ja, aber erstmal eins nach dem anderen. Ja, wie gesagt, der T28 kommt von Svestar. Kann man jetzt drüber streiten, ob man gerade jetzt einen Svestar-Bausatz bauen möchte oder nicht. Ich bin da jetzt eher, sage ich mal, ja, schmerzfrei. Ich habe den Bausatz auch schon vor einigen Jahren gekauft und von dem her ist es okay und ihr werdet später sehen, dass das Ganze ja auch durchaus passend ist, dass dieser Bausatz von Svestar kommt. Der Bausatz ist noch nicht so alt, ich glaube, der ist im Jahr 2019 erschienen, ist qualitativ auch in Ordnung, lässt sich ganz gut bauen eigentlich, also ich hatte da eigentlich kaum Probleme. Interessant ist auch, dass das Fahrwerk komplett detailliert ist. Das sind ja hier vorne diese Schürzen davor. Der Bausatz gibt einem die Option, das Fahrwerk eben in der einfachen Form zu bauen, mit den Schürzen eben, spart man sich jede Menge Arbeit. Aber es gibt eben auch die Option, diese Schürzen wegzulassen und eben das Fahrwerk, diese Fahrwerkskonstruktion eben da komplett darzustellen. Das finde ich sehr interessant. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das Gegenstück von Trumpeter diese Option auch bietet. Aber wer da ein Interesse dran hat, an der Technik, oder es gibt auch Fotos von diesen Fahrzeugen, wo diese Panzerplatten eben fehlen, wo man das Fahrwerk eben komplett sehen kann, da ist es schon interessant für. Ich habe mich jedenfalls für die einfache Variante entschieden und habe diese Panzerplatten montiert und dementsprechend fehlt dann auch jede Menge Detail da hinten drin, aber man kann es ja eh nicht sehen am Ende und es ist für mich vollkommen in Ordnung. Ich habe für das Modell auch einige Zurüstteile verwendet, nämlich ein Messingrohr von Magic Models und Friulketten. Als ich den Bausatz gekauft habe und auch die Friulketten, war ich mir noch nicht ganz sicher, was ich damit machen werde. Da gab es verschiedene Möglichkeiten. Für das, was ich hier vorhabe, sind jetzt die Friulketten eigentlich fast schon zu schade, aber nachdem ich sie habe, kann ich sie auch verwenden und ich denke nicht, dass ich in näherer Zukunft nochmal einen T28 bauen werde, also lieber gleich verwenden, das passt schon.
Dann habe ich das Modell auch schon lackiert, wie man sehen kann. Dabei bin ich ja in der üblichen Art und Weise vorgegangen. Ich habe erstmal das Modell ein paar handliche Komponenten zerlegt und dann erstmal alles schwarz grundiert mit Revell Acrylfarben. Danach kam die eigentliche grüne Tarnfarbe drauf. Ja, ist relativ einfach bei dem Fahrzeug hier, einfach grün ansprühen, wobei es die auch mit einigen interessanten Tarnmustern gab. Aber jetzt hier für diese Darstellung in Finnland reicht eigentlich grün und eine Wintertarnung. Die Abziehbilder von Svesta sahen leider nicht sehr vertrauenserregend aus, daher habe ich die beiden roten Sowjetsterne einfach aus meinem Fundus hier geholt und die eben drauf geklatscht. Das hat ganz gut funktioniert. Und dann kam die Wintertarnung drauf. Da habe ich mal wieder meine altbewährte Methode verwendet, nachdem ich ja in der Vergangenheit da ein paar neue Sachen ausprobiert habe und damit ein bisschen auf die Nase gefallen bin, dachte ich mir, dass ich diesmal wieder die althergebrachte Hamilcar-Methode verwende. Damit fahre ich meistens deutlich besser. Ja, wie funktioniert das? Ich habe erstmal auf diese grüne Farbe ein bisschen Maskol aufgetupft mit einem Stück Schaumstoff. Das ist so eine Abdeckmasse, die man später relativ leicht wieder runterrubbeln kann. Ja, und das ist sozusagen die Grundlage für unsere verwaschene Wintertarnung. War ich ziemlich großzügig damit, kann man ziemlich viel davon auftupfen. Ja, und danach kam die weiße Farbe drüber mit der Airbrush. Habe ich ein bisschen unregelmäßig aufgesprüht, teilweise deckend, teilweise neblig, dass es einfach schon mal so ein bisschen unregelmäßig wird. Ja, und als das dann trocken war, konnte ich das Maskol wieder entfernen. Das Ergebnis sieht ziemlich interessant aus, ist halt sehr scharfkantig, das passt jetzt für so eine Wintertarnung nicht unbedingt. So ein paar Abplatzer sind ganz nett, aber eigentlich möchte man eher so eine verwaschene Optik haben. Und da bin ich dann wieder hergegangen mit Airbrush-Reiniger. Ja, ist ein bisschen risikoreich, aber geht besser als man meint, zumindest mit diesen Revell-Farben, weil die doch ziemlich tough sind. Ja, ich habe dann einfach einen Flachpinsel mit dem Airbrush-Reiniger benetzt und habe dann eben die Oberfläche damit bearbeitet. Also teilweise bürsten oder tupfen, je nachdem. Und es löst eben die Farbe wieder ein bisschen an und dann verwäscht es eben so ein bisschen. Und da kann man dann sehr interessante Effekte mit erzielen. Ergänzend dazu habe ich dann noch ein paar so Farbschlieren aufgetragen mit dem Washable White von AK Interactive. Damit bin ich ja das letzte Mal bei meinem Nimrod so auf die Nase gefallen. Hier habe ich das ganz punktuell verwendet und gleich praktisch den Effekt hergestellt, den ich haben will. Und dann ist mir das vollkommen egal, dass die Farbe eben super hart trocknet und eben nicht mehr entfernbar ist. Anschließend habe ich dann noch die Details bemalt. Da ist nicht sonderlich viel zu tun. Hauptsächlich die ganzen kleinen Laufrollen, aber auch ein paar Werkzeuge und die Abgasanlage. Ja, und dann ging es eigentlich schon an die Alterung. Die habe ich hier wieder sehr einfach gehalten. Ich habe erstmal ein dunkles Ölfarbenwash aufgetragen. Das ist eine 50-50 Mischung aus Bitumen und Smoke von der 502. Abteilung, verdünnt mit Feuerzeugbenzin. Damit habe ich dann die ganzen Details schon mal betont und dem Modell auch so einen leichten Schmutzschleier schon mal verpasst. Und danach kam wieder meine Erde zum Einsatz aus dem Garten, vermischt mit Wasser und Holzleim. Und damit habe ich dann eben Staubablagerungen und auch gröbere Schlammablagerungen eben dargestellt. Wenn das dann trocknet, sieht es ein bisschen hell und staubig aus. Passt jetzt für so eine Winterszenerie nicht ganz so gut. Daher bin ich dann noch hergegangen und habe die Erde eben noch abgetönt mit der Ölfarbe Industrial Earth, auch von der 502. Abteilung. Ja, und damit kann man dann eben ganz gezielt, vor allem am Fahrwerk eben, den Schlamm so ein bisschen abdunkeln. Weil die Erde, die saugt die Ölfarbe ganz gut auf, nimmt es also sehr gut an und finde ich, ist eine ganz einfache Methode, um da eben die Farbe eben entsprechend anzupassen.
Ja, damit wäre der T28 fertig. Wie ihr jetzt hier schon sehen könnt, auf dem Sockel, das Fahrzeug soll einfach so hier in dem finnischen Wald stehen, verlassen, denn diese Fahrzeuge waren technisch ziemlich unzuverlässig. Und die Finnen sind natürlich auch ein ziemlich starker Gegner, vor allem wenn sie den Heimvorteil haben. Ja, gibt es ja auch viele Fotos davon und davon habe ich mich eben inspirieren lassen. Der Sockel ist eine Holzplatte, außen mit Balsaholz vertäfelt, innen drin ist Styropor. Das habe ich eben entsprechend ausgeformt, mit Modelliermasse dann noch überzogen. Die beiden Bäume, die kommen von Mini-Natur. Das sind einfach so Hochstamm-Tannen oder Kiefern. Ja, passen ganz gut da rein. Was ich so auf den Fotos gesehen habe, gab es da solche Bäume ziemlich häufig neben den Vormarschstraßen. Ja, schöner Eyecatcher schon mal. Und die Figuren, das sind zwei finnische Skijäger von ICM. Finde ich ganz witzig. Der T28 von Svesta und die Skijäger von ICM. Was für ein Zufall. Ich mag die ICM-Figuren recht gern. Die sind schön detailliert und vor allem haben die auch meistens ja, interessante Themen zu bieten. Griechen, Äthiopier, Finnen zum Beispiel, also da gibt es alles Mögliche. Und das eben auch in einer vernünftigen Qualität zu einem guten Preis. Ich habe jetzt hier in dem Fall nur die Köpfe ersetzt durch Resinköpfe von John Smith Modellbau. Ich musste dann nur die Kapuzen an den Schneeanzügen neu modellieren, habe ich einfach mit Green Stuff bewerkstelligt. Das ist nicht sonderlich schwierig. Ich bin jetzt definitiv kein Modelleur, aber sowas bekomme ich eigentlich ohne Probleme hin. Das ist nicht wirklich schwierig. Momentan befinden sich die Figuren in der Bemalungsphase. Ich würde mal sagen, ich bin so zu 70% schon fertig damit. Ja, sobald die dann bemalt sind, kann ich dann hier auf dem Sockel dann auch den Schnee auftragen. Ja, weil die Skipatrouille und auch das Fahrzeug, das soll ja alles im Schnee stehen und nicht auf dem Schnee. Und daher ist es notwendig, eben die Figuren vorher zu bemalen. Normalerweise mache ich eigentlich eher den Sockel fertig und am Schluss die Figuren, aber in dem Fall geht es nicht anders. Deswegen werden jetzt erst noch die Figuren bemalt. Der zweite Teil dieses Zwillingsprojekts befasst sich mit einem zerstörten russischen BTR 80A in der Ukraine. Ja, ganz ähnliches Thema im Grunde genommen. Ich finde nämlich sehr auffällig, wie ähnlich sich der Winterkrieg und der Ukraine-Krieg eigentlich sind. So vom Ablauf, auch von den Kräfteverhältnissen, finde ich, ist sehr interessant und irgendwie einfach auffällig. Und das möchte ich eben hier mit diesem Doppelprojekt eben mal aufgreifen, dieses Thema. Das Ganze hier ist noch nicht ganz so weit wie der T28. Das ist hier jetzt im Grunde die Rohbauphase. Wäre jetzt im Grunde bereit für die Lackierung. Der BTR 80A, der kommt von Trumpeter. Gäbe da auch einen Bausatz von Svesta, aber der von Trumpeter ist auf jeden Fall deutlich besser, denn der hat auch eine Inneneinrichtung und es kommt mir natürlich da sehr entgegen. Auch wenn ich da natürlich einige Änderungen vornehmen musste, nämlich das Ganze eben zerstört und ausgebrannt darzustellen. Aber das ist ja kein Problem, wenn da zumindest so eine gewisse Innenausstattung schon mal vorhanden ist. Der Bausatz hat eine hohe Teileanzahl, aber es passt eigentlich alles ganz gut zusammen und auch der Detaillierungsgrad ist ziemlich gut. Ja, beim Innenraum habe ich mich dann ausgetobt, habe ich sag ich mal so diverse Fetzen, Restteile und so weiter eingeklebt. Das eine oder andere auch verbogen. Hier hinten, hinterm Turm, dieses Panel habe ich rausgetrennt und auch die Ränder eben entsprechend verbogen und aufgeraut. Das soll eben praktisch der Punkt sein, wo eben die Panzerabwehrrakete eingeschlagen ist. Wobei ich dazu sagen muss, wenn eine Javelin so einen BTR trifft, dann bleibt meistens deutlich weniger über als das. Aber ja, ich habe mich da eher so an den Fotos orientiert, die man da so im Internet findet. Und da weiß ich natürlich nicht,
welches Waffensystem da genau verantwortlich war. Naja, wie auch immer, es kann ja jeder Soldat sich neben so einem Wrack eben fotografieren lassen. Das Fahrzeug soll eben komplett ausgebrannt dargestellt werden, also komplett auch mit so einem Flugrost überzogen und mit Asche im Innenraum. Dazu habe ich dann schon mal ein bisschen Erde aus dem Garten mit viel Wasser und auch ein bisschen Holzleim vermischt und das dann wie so eine Art Wash eben vor allem im Innenraum aufgetragen, damit da eben so eine gewisse Textur entsteht. Die Figur ist aus Resin, stammt von Dan Models. Die habe ich ja vor einer Weile schon mal näher vorgestellt in einem Video und dabei auch schon montiert. Deswegen kann ich euch dazu nichts Neues sagen. Ja, und der Sockel auch wieder in üblicher Weise gebaut. Eine Holzplatte, Balsaholz, Styropor und Modelliermasse. Dargestellt werden soll hier so eine Art Ortsausgang oder vielleicht auch ein Industriegebiet. Weiß ich gar nicht genau, könnte alles Mögliche sein. Man sieht in der Ukraine auch immer diese Baumreihen. Ich nehme mal an, so als Windbrecher in der Steppe. Und das sieht immer ziemlich ähnlich aus, wenn da irgendwas beschossen wird. Diese ganzen dicken Stämme, die bleiben stehen und die dünnen Äste, die werden einfach wegrasiert durch das ganze Schrapnell und so weiter. Und da habe ich mir einfach aus dem Garten diverse Stöckchen eben geholt aus der Hecke und auch von dem Buchsbaum. Und damit kann man das sehr gut darstellen. Und hier habe ich noch so einen Wellblechzaun angedeutet. Einfach nur, dass man ein bisschen das Gefühl dafür bekommt, dass das auch in der Nähe von einer Ortschaft ist oder in einem Industriegebiet oder wie auch immer. Also nicht irgendwo in der Pampa. Ja. Und hier vorne habe ich noch so ein paar Fetzen. Hier ein Stück von der Luke und auch so ein paar andere Stückchen aus der Restekiste, die eben hier so sich dann so verstreuen sollen. Ich spiele noch mit dem Gedanken, einige zusätzliche Details zu verbauen. Vielleicht noch irgendwie eine Stromleitung oder Verkehrsschilder, irgendwas in der Art. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher, wie ich das machen möchte. Mal gucken. Gut, dann schauen wir uns jetzt noch an, welche Bausätze ich mir sonst noch so zugelegt habe seit dem letzten Update. Ja, wie ihr sehen konntet, war das Ganze jetzt diesmal eher etwas fahrzeuglastig. Normalerweise gucke ich eher auf Figuren oder Dioramenszubehör, aber dieses Mal mussten halt eben ein paar Fahrzeuge her. Den Sharpe 1 und den Autoblinder habe ich ja schon vorgestellt in den letzten Wochen. Die anderen Bausätze, mehr so Spontankäufe, sage ich mal. Eine 8.8 Flak ist immer ein feines Teil und auch der M60 von Takom hat mich einfach gereizt, nach diesem Sheridan da vielleicht nochmal was nachzulegen in der Richtung, so Kalter Krieg, 70er Jahre. Ja, warum nicht? Und der M60 hat was. Wird auch passend sein zu einer Buchbesprechung, die ich für euch auf Lager habe, über die Reforger-Übungen von 1976. Da sind einige Fotos drin von so einem M60. Und weiterhin habe ich noch eine Buchbesprechung für euch zum Thema Karthago, also ein bisschen was Altgeschichtliches. Weiterhin könnt ihr euch natürlich auch auf meine ganzen Messi-Videos freuen, da ich ja eben in den nächsten Wochen auf 3 Ausstellungen gehen werde. Gibt es also, würde ich mal sagen, 3 Videos dazu. Also das wird ganz interessant. Und ich denke auch der T28, den werde ich auch in Bälde fertig bekommen. Und da wird es dann natürlich auch ein Video geben. Wie es dann mit dem BTR aussieht, mal schauen. Wenn ich da jetzt wirklich voll den Rappel bekomme und lackieren will,
dann ist der natürlich fällig. Wenn es mir eher danach ist, was zu bauen, dann kann es sein, dass ich entweder was Neues anfange oder halt mit den Dioramen weitermache, die ich eh schon in Arbeit habe, also den Leopold oder auch für den Jagdpanzer 4. Mal schauen, da kann ich jetzt noch nichts versprechen. So, damit wären wir am Ende dieses Kanalupdates und ihr seid wieder auf dem aktuellen Stand. Ja, und wisst so ungefähr Bescheid, was so in den nächsten Wochen auf euch zukommt. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ihr fandet das Ganze interessant und unterhaltsam. Bis zum nächsten Video, euer Hamilcar Barkas.